Arundel, it came as you wished. Now let Marcus go. Now! Ich fürchte, er wird sterben. Marius, what do you think you're doing? You can't! It's the only way, Marcus. You must know that by now. It has to end here and now. So, we finally meet at last after all these years. Unfortunately, I'm sorry to say you fall well short of the legends that precede you. Keepers of Hearts. Ach, geh nicht auf seine banalen I said, let Marcus go! Einschüchterungsversuche ein. All into time, Imperial. You know, I still remember the look on your son's Du wirst jetzt nicht ernsthaft auf dieses Psychogehabe reinfallen, oder? It is the look of fear and death. Ach, Val. And it's the same Zieh dein Schwert und machen wir den Tamor hier am Ende. Schau mal. Er ist hier allein. Seine Wachmänner sind da hinten. Er hat gerade keine Drohmittel. Nimm dein Schwert und kämpf gegen ihn. Wir machen ihn fertig und machen dann die Talmor nieder. Wir haben schon Schlimmeres geschafft. Komm schon, Val. again and again and again. I'll kill you! Marius, no! Kann ich? Genau. Na, sieh mal einer an. Ein bisschen dumm von uns, nur zu zweit herzukommen. Aber die Talmor sind noch viel dummer. Überheblichkeit war schon so manchen Leuten der Fall. War bei so manchen Leuten der Fall und hat zu ihrem Fall gehört. Zu ihrem Fall geführt, so rum. So. Bei diesem Talmor ist es nicht anders. So, dann holen wir uns mal das Zeug. In aller Ruhe. Wie sieht's bei dir aus? Bist du noch gelähmt? Anscheinend schon. Wie sieht's bei dir aus? Du willst uns noch gar nichts sagen. Erendil ist erledigt. Ja, so, Zelle auf. Zelle kann ich noch gar nicht aufsperren. Naja, dann gehen wir erstmal auf Talmorjagd. Und ich muss schon sagen, ja, Leute, ihr seid echt Aufmerksamkeit. Was? Gott. Eure Sicherheitsvorkehrungen sind schon ein bisschen lachhaft, meine Freunde. Aber gut. Das hat lange gedauert, mein lieber Soldat. Ach ja. Größte Herausforderung ever. Aber wenn die Talmor so dumm sein wollen, dann soll es zu unserem Schaden nicht sein. Aber durch den Kamin. Nice. So. Noch die paar Pfeile hier einsacken. Komm, einmal versuchen wir Feed noch ausprobieren. Lecker, Bein. Beinblut. So. Vielleicht tut sich wenigstens dieses Starvation-Zeugs zurücksetzen. Wer weiß. So, dann befreien wir... well, du siehst nicht gut aus. What has Arundel done to him? Anscheinend, wenn es derselbe Zauber ist, dann ist es eine Art Lähmungszauber, der wohl auch wieder nachlassen wird. This is far, far worse than any paralysis spell I've ever seen. I think it's draining the life out of him. Nun, anscheinend ist es ein viel mächtigerer Zauber, als er auf mich angewendet hat. Oder wir sind einfach bloß besser. Nein, Spaß. Das scheint ein viel mächtigerer Zauber zu sein. We have to see if we can help him. Nun, mal sehen. Yes, old friend. Barely. So good to be with you, old friend. Sollen wir noch irgendwas für dich tun, Val? We're going to find a way to get you out of here. Hang on, Valerius. No, old friend. Schau mal, Val. My journey has come to an end. Wir haben den Bastard, den Mörder deiner Familie erlegt.
Let Hier. me go, Marcus. Deine Familie wurde Val, gerecht. Sabrina. Children. I see my wife and my children. Yes, old friend. Go to them. Go be with your family. Oh Ruhe my. in Frieden, Val. Wir werden uns wiedersehen. Aber erst haben wir hier noch einiges zu erledigen. Yes, Korst, it's finished. But what are you doing here? I'm sorry, Marcus. We just couldn't let him come here to die like this. But it appears we are too late. Yes, Korst, I understand. You men, stand at ease for a moment. I'm sorry, but these men and I would like some time alone, if you don't mind. We'll bring his Natürlich. body back to Helgen and prepare for a service tomorrow. Please join us in honoring our friend. Das ist das Mindeste, was wir tun können. We will wait to begin the service until you arrive. Go easy, my friend. Auf Wiedersehen, Val. Können wir dich noch irgendwie würdevoller hinlegen? Wahrscheinlich nicht. Nicht irgendwie mit dem... Sorry, ich will hier keine Leichen... Au, ouch, au, voll aufs Gesicht, Entschuldigung. Ich will hier keine Leichen schänden. Ich will dich eigentlich... Au! Nur in einer würdevollen Position hinlegen und nicht da den Kopf immer wieder gegen den Felsen knallen. Hier so, ja, 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 ja. Naja. Besser als nichts. Nun, was sagt unser Quest? Wartet bis morgen auf Valerius Begräbnis. Nun. Damit ist dieses Kapitel dieser Geschichte wohl abgeschlossen. So, ich würde sagen... Ach, wir sind in dem Talmor-Gefängnis, wo wir schon waren. Ja, ja. Back to Helgen. Ach ja, ein weiterer Verlust. Aber damit werden wir leben müssen. Und es wird wahrscheinlich nicht der letzte Verlust sein, den wir in unserer Heldenexistenz noch zu betrauern haben müssen. Aber da müssen wir stark sein. So stark, dass wir auch locker mal 24 Stunden in stiller Trauer unter einem Torbogen stehen bleiben können, um in Gedanken an unseren jüngst verstorbenen Freund auf das Begräbnis zu warten. Er sagt mir ja schon Bescheid, wenn ich irgendwie übertreibe oder so, ne? Nein, nein, natürlich, ich übertreibe überhaupt nicht. Naja. Aber man muss doch mal ein bisschen Atmosphäre reinbringen. So, Pseudo-Atmosphäre zumindest. Trefft euch mit Vakus wegen Vals Begräbnis. Und da ist es ja. Wir sind da. Wir sind bereit für die Bestattung. Yes, thank you for coming. Please, join the others. I'd like to say a few words. I know this must be as difficult for each of you as it is for me. More so, even. You were his trusted friends and his inner circle. Warte mal kurz. Ja, hat sich schon wieder auf Englisch umgeschaltet, aber dass man ein bisschen mehr sieht. Of our friend, I can assure each of you this. He told me that he was truly happy again, for the first time in many, many years. I don't presume to have words that might assuage the grief that you must feel. You will each have to find your own solace in whatever manner suits each of you best. But if this were a proper military funeral, we would most likely have a musician playing a funeral song. Many of these old songs came from ancient battlefields and were played at the end of a long day of fighting. They were lullabies, meant to signify that all was well, and that it was peaceful
and safe to rest for the night. Well, Valerius, old friend, you will not soon be forgotten. You are safe now. You may finally be at peace and rest. For our friend. Ruhe in Frieden, Bruder. For his memory. We rejoice. For this warrior. We We salute. salute. For ourselves, We say goodbye. goodbye. Aye. I'm glad the war is finally over. Now the people of Skyrim can go back to living their lives in peace. Lebe wohl, Bruder. Sorry. Entschuldigung. Bis auf den Tag, an dem unsere Aufgabe hier vorbei ist. Falls es jeden Tag geben sollte, an dem Tamriel uns nicht mehr braucht. Aber wenn dieser Tag einmal kommen sollte, dann liegt er noch in ferner Zukunft. Good to see you again, friend. I hope all is well. Deshalb widmen wir uns wieder unseren Aufgaben. So, genug tragik für diese Aufnahme. Zeit, uns um die Zukunft zu kümmern. Um den Wiederaufbau einer Stadt und den Umgang mit jemandem, der nur dasselbe getan hat wie unser Spielcharakter hier. Nämlich auf die fadenscheinigen Lügen eines Elfen hereinzufallen. Hey, Marcus. Darf ich mich zu euch setzen? Alter Freund. Was machen wir jetzt mit Falco? Yes, yes I have. Please, come with me. Korst is meeting us downstairs. Let's get this over with as quickly as we can. Wir wollten jetzt nicht ernsthaft hinrichten, oder? Und nach dieser Logik müssen wir uns alle hinrichten auf das. Nein, wobei halt, nein. Wir sind nicht zu Verrätern geworden, aber wir sind genauso hereingefallen, auch von den Elfen. Seine Familie ist tot. Der Mann hat genug gelitten. Lasst ihn doch einfach gehen. You succeeded in getting Valerius killed. I hope you're happy. Marcus, I'm so sorry. They had my sister and told me they would kill her and her children. Marcus, dieser Mann hat lang genug They're all the gelitten. family I Lass es have gut left. sein. Please, Marcus. Falco, did you really think you could negotiate with those maggots? Did you really think you could trust them? You are a fool. Wir waren auch Narren, What Marcus. am I going to do with you? He is a traitor, and should die a traitor's death. You're probably right, Korst, but I don't know. What do you think about all this? I'm concerned that Valerius's death may cloud my judgment. I don't want to make the wrong decision. Zu wenig Optionen. Lassen wir ihn frei. Er hat seine Lektion gelernt. Seine Familie ist tot, er ist gebrochen, sein Anführer tot. Er weiß, glaube ich, besser über Fehler und Verrat Bescheid als wir alle. Nehmen wir ihn doch einfach wieder in unsere Reihen auf. Aber anscheinend kann ich euch das nicht vermitteln. Yes, perhaps you're right. Korst, release him. Falco, you will not die this day. Not by my hand. But if I ever see you again, I'll kill you myself. Now go to whatever fate the gods may have waiting for you. Oh gods, thank you, Marcus. But what have I done? I'll never be able to live with myself for this. Oh gods, what have I done? Valerius is dead because of me. Oh gods, no! It is finished. Geh in Frieden, Falco. Unseren Segen habt ihr. You're dismissed. Yes, sir. This whole thing with Falco has been a mess.
And we've paid for it with our dearest blood. But were it not for you, we'd probably all be dead now. We owe you our lives. Seems all I do lately is keep thanking you for your help. Ihn zu töten würde nichts ändern. Es war die halbrichtige Entscheidung. Nicht gut genug, aber es muss reichen. I believe now that we can finally put all these things behind us and live in peace. Das hoffe ich für euch. Für uns sind die Zeiten des Krieges noch lange nicht vorbei. Wie geht es denn in der Stadt voran? Yes, well, as you can see, the construction continues to move along nicely. Patsy will run the inn for now, at least until we can find a proper innkeeper. And Sienna and Balfring have both decided they no longer want to live a soldier's life, and wish to retire. As you probably already know, Balfring is a skilled blacksmith, and Sienna is becoming quite skilled in her armoring craft. They both want to work together and open a shop, and who am I to stand in their way? They should be open for business soon if you need anything. There's also one of the workers, the Argonian woman, who wants to open an alchemy shop once the construction's finished. As far as I'm concerned, she's earned it. And any town worth its weight needs an alchemy shop. Wenn Balfring und Sienna ausscheiden, was machen dann Korst und Altan? Korst? Oh, he'll never retire. He'll die an old soldier with his boots still on. It's just what he does. But this is a good thing, as he's needed to help keep the guards on their toes. Alton? He'll stay on and help Korst, while he continues his studies of the old Redguard ways of the sword singers. It's such a shame that art has been lost to the sands of time and history. Maybe he can learn enough to revive the old ways someday. Nicht genug When übersetzt. people lose connection with their heritage, they lose a part of themselves, you know. Und was werdet ihr tun, Marcus? Who, me? Well, I've decided to reach out to a few wholesalers I know and start up the old shop again, right here in Helgen. So keep your eyes open for the store to open. I'm sure you'll find some things you can use. Other than that, once the construction's finished, a couple of the workers have said they'd stay on and work around town. You know, just general maintenance and so forth. But we need them, that's for sure. A couple more may even join the town guard. Ihr habt Großes für diese Stadt geleistet, das haben wir alle getan. Und wir brauchen einen Anführer, einen Jarl oder zumindest einen Bürgermeister. No. My leading days are over. I'm ready to settle down and live a quiet, peaceful life. When we're ready, we'll most likely set up a small town council. And then we can each take turns acting as sort of an executive officer for the week. But none of this would ever have been possible without you. This new town owes its very existence to you. Ebenso Valerius. Yes, Valerius too. I've decided to commemorate the town with a little something special. Oh, it's nothing elaborate, but I thought a little something in remembrance of those who have lost their lives here would be fitting. But that won't be until after the construction's finished. So keep your eyes open out by your private tower for it. And with that, my friend, it's been a long couple of days, and I'm sure you have other adventures to seek. Viva, Don't be viva. a stranger, friend. And don't forget to stop by the shop sometime. I'm sure all the merchants will give their best prices to you once we're open for business. I'm proud, very proud, to have known you, and I cherish the privilege of calling you a friend. I hope to see you soon. Hi, Marcus. Ich hoffe, euer weiteres Leben und eure gesamte Existenz in Helgen und aller Menschen hier wird friedlich verlaufen. Und wir, meine lieben Abonnenten, Zuschauer, Freunde, Kumpels, wie auch immer, keine Ahnung, was für ein Wort ich hier einsetzen soll, sucht euch das Wort aus, das euch am besten gefällt. Wir beenden diese Aufnahme hier jetzt, haben viel erlebt. So wie es aussieht, haben wir die Hauptquest von Helgen Reborn hiermit abgeschlossen. Ich denke, eine Aufnahme wird es noch geben. Da schauen wir uns dann, wenn die Stadt fertig ist, auf jeden Fall die Stadt noch mit fast allen neuen Winkeln und so an. Und ich erkundige mich vorher noch, ob es noch ein paar Quests gibt, die man erledigen lassen kann. Nicht lassen kann. Genau, wir lassen einfach den Computer die ganzen Quests für uns erledigen. Genau. Nein, ob es noch irgendwelche Quests gibt, die wir machen können. Genau, oder halt nicht. Je nachdem, so, aber ich denke mal, so viel wird es nicht mehr geben. Das heißt, die nächste Aufnahme wird wahrscheinlich die letzte Aufnahme sein.
Für diejenigen, die jetzt schon abschalten, weil die Hauptquest vorbei ist, dann schön, dass ihr zugeschaut habt. Freut mich immer. Schaut doch mal bei den anderen Projekten dabei. Vielleicht gefällt euch was. Die nächste Skyrim-Mod wird bestimmt auch wiederkommen. Ja. Bei der Frage, ich habe mir überlegt, beziehungsweise wurde schon mehrfach von mehreren Leuten angefragt und ich fände es auch ganz nice, ob ich vielleicht, es gibt so viele Skyrim und Oblivion Mods, nicht alle Quest-Mods, die man jetzt im Let's Play machen kann, ob ich vielleicht ein neues Format einführen soll, wo ich mal ab und zu mal ein paar Mods in Kürze vorstelle mit ihren Highlights und verschiedenen Sachen. Müssen ja nicht immer nur Quest-Mods sein, sondern auch halt alle möglichen Mods zu Oblivion und zu Skyrim. So eine Art Mod-Show oder so, wie genau das aussehen soll. Muss ich noch überlegen. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut, Freunde.